Grüß euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich verspreche Ihnen, dass ich stets bemüht bin, Ihnen informationstechnisch eine gewisse Qualität zu bieten. Ich wage zu behaupten, immer etwas tiefer zu recherchieren, tief in meiner Erfahrungskiste zu kramen und auch die eine oder andere persönliche Theorie zu entwickeln. Aber ich versichere Ihnen auch, dass ich immer nur dann etwas wiedergebe, wenn ich mir zu 100% davon überzeugt bin, dass das Ganze Hand und Fuß hat. Es gibt Hunderassen, bei welchen ich fester im Sattel sitze und Hunderassen, bei welchen es weniger der Fall ist, ganz klar. Es gibt aber eine Kategorie Hunde, wo ich von mir behaupten würde, ich sitze ziemlich fest im Sattel. Das sind die Molosser. Und da gibt es einen Typ dieser Molosser, welcher unter Molosser-Fans als Mythos gilt. Und auch bei mir ist es so, dass jedes Mal, wenn ich den Begriff dieses Hundes höre, sich eine Nebelwand, ein Schleier aufbaut, undurchdringbar, der es mir unmöglich macht, hier ein klares Bild eines Hundes vor mir zu sehen. Ich spreche hier und heute von Alano. Dieses Video setzt sich aus verschiedenen Kapiteln zusammen, ganz klar, das tun sie alle. Ich möchte zu Beginn mal versuchen zu präsentieren, wer der Alano war, wer er heute ist, dann ganz kurz mal den Rassestandard ankratzen, über den Charakter sprechen und dann mit den für mich wichtigsten Kapiteln beginnen, nämlich mit dem letzten. Und das ist meine persönliche Meinung zu diesem Hund. Doch lassen Sie uns mal durchstarten. Im frühen Mittelalter wurden Hatzrüden, Saupacker, Bullenbeißer, Kriegshunde im romanischsprachigen Raum Alanos genannt. Alanos waren keine einheitlich aussehenden Rassehunde. Das waren Hunde verschiedener Größe, verschiedener Farbe, verschiedenen Gewichtern. Doch vieles hatten die miteinander gemein. Sie waren allesamt stark, schnell, ausdauernd, unheimlich mutig ausgestattet mit Feuer und unbändiger Kampfeslust. Die konnten Dinge erledigen, welche andere Hunde nicht konnten. Diesen Hunden wurden Wildschweine gejagt, Hirsche gejagt, die wurden auf Schaukämpfen gegen Bullen eingesetzt, wurden gegeneinander in den Kampf geschickt und leisteten Kriegsdienst. Die spanischen Konquistadoren, auch die hatten solche Alanos. Und die machten ja nicht nur auf den Kanaren Halt, die segelten ja bis nach Amerika und wüteten unter der indigenen Bevölkerung. Auch dort hinterließen ihre Hunde Spuren, denn in Argentinien entstand daraus die Cordoba-Doge, aus welcher wiederum der Dogo Argentino hervorging. In Brasilien haben wir den Fila Brasileiro und auf den Kanaren den Presa Canario, heute auch Dogo Canario genannt, obwohl es eigentlich heute schon zwei verschiedene Rassen sind, den Presa Mallorquin oder Mallorca Bulldog Cadebu genannt. Und eben auch den Alano. Der Alano in diesem Sinne geriet am europäischen Festland in Vergessenheit und es entwickelten sich andere Molosser daraus, doch speziell auf den Kanaren entwickelte sich eine Art Reinzucht dieses Alanos, dieses Saupackers, denn der war dort ziemlich isoliert vor äußeren Einflüssen. Auch auf den Kanaren ging er seiner ursprünglichen Arbeit nach, als Saupacker, Hirschjäger, Bullenbeißer bei Schaukämpfen, Kampfhund, bei Kämpfen gegen andere Hunde und er leistete Kriegsdienst, wurde aber auch als Hüte-, Treib-, Wach- und Schutzhund verwendet. Mit fortschreitender Industrialisierung verlor der Hund seine Aufgabengebiete, denn die Jagd nahm andere Formen an. Man jagte nicht mehr zu Pferd und mit Hunden, man schoss das Wild. Schaukämpfe gegen Bullen oder andere Hunde wurden zum Glück verboten und Kriegsdienst musste dieser Hund auch nicht mehr leisten. Somit begnügte er sich mit der Arbeit auf den Bauernhöfen und bewachte diese. Doch irgendwann verschwand er und 1963 gab es nur mehr ein einziges Pärchen dieses ursprünglichen Alanos auf den Kanaren. Ja,
In den 80er Jahren begann man in Deutschland damit, diesen Hund wiederzubeleben. Das tat man, indem man 3 verschiedene Molosser-Rassen miteinander kreuzte. Den Presa Canario oder Dogo Canario, den Presa Mallorquin oder Mallorca Bulldog, Catebu und den Cane Corso. Es gibt heute auch einen Rassestandard dieses Alanos. Alano hat eine Schulterhöhe zwischen 58 und 63 cm, reicht zwischen 30 und 45 Kilo Gewicht, ist immer kurzhaarig, meistens einfarbig oder gestromt. Hat ein Hängeohr, eine lange Rute, wobei er speziell auf den Kanaren heute noch die Ohren kopiert werden. Ist in der Gesamterscheinung ein klar erkennbarer Molosser, dem aber dieses üppige Extreme vieler anderer Molosser absolut fehlt. Das ist ein athletischer Hund, der Bewegungsfreude ausstrahlt. Ein wahnsinnig athletischer, starker Muskelprotz. Alano-Fans betonen beim Charakter dieses Hundes eines immer ganz besonders. Und das ist, er soll 2 Wesenszüge ineinander verinnerlicht haben, die man sonst bei keinem Hund auf der Welt findet, laut diesen Fans. Und zwar sagt man, der Alano ist auffällig, menschenfreundlich und zugänglich, gleichzeitig aber auch tödlich verteidigungsbereit. Und man sagt, dieser Hund kann von extrem entspanntem Tiefblau in tödlich überaggressives Tiefrot schalten, im Bruchteil einer Sekunde. Es wird davor gewarnt, einen Alano im Zwinger zu halten. Dieser Hund läuft ihnen charakterlich davon. Man sagt, der Alano ist am glücklichsten, wenn er in einem großen Familienverband leben darf. Je mehr Leute in der Familie, desto glücklicher der Alano. Und er weist eine absolut große Geduld Kindern gegenüber vor. Er gilt als sehr lernwillig und sportlich, noch geeignet für den Abrichtesport. Doch man betont auch immer wieder, dass dieser Hund eine große Portion an Dominanz innehat und er mit Konsequenz erzogen gehört. Niemals dürfen Sie vergessen, dass dieser Hund in seiner Entstehungsgeschichte nur mit Kampf zu tun hatte. Ob das war gegen das Wildschwein, gegen den Hirsch, gegen den Bullen, gegen Hunde oder gegen Menschen. Kampf betonte diesen Hund in seiner Entstehungsgeschichte. Der Alano heute wird oftmals von Spezialisten als der Stammvater vieler Molosser-Rassen bezeichnet. Man sagt, aus dem Alano ging hervor der Fila Brasileiro, der Catebu, der Dogo, der Presa Canario. Gibt es ja Streit zwischen diesen Namensbezeichnungen. Doch man sagt auch, der Cane Corso und die Bordeaux Doge wären Söhne des Alanos. Mit vielen dieser Behauptungen gehe ich konform, liebe Zuseher. Doch beim Cane Corso möchte ich vehement protestieren. Ich bin kein Alano-Spezialist, ich kenne diesen Hund seit etwa 30, 35 Jahren, habe recht viel von diesem Typ Molosser gelesen, aber möchte mich eher als Cane Corso-Spezialist bezeichnen. Und hier gibt es bei diesen Behauptungen einige Widersprüche. Denn man behauptet, dass der ursprüngliche Alano, so wie er damals existent war, sich parallel zum Mastiff und zum Bulldog entwickelte. Das geht sich nicht ganz aus. Bulldoggen entstanden weit später als Mastiffs. Und man behauptet ja auch, Cane Corsos seien Söhne des Alanos. Auch das geht sich nicht ganz aus, liebe Zuseher. Im Stammbaum der Molosser nehmen Mastino Napolitano und Cane Corso einen eigenen Ast ein. Das ist belegt, das ist erforscht, das ist bewiesen. Der Cane Corso entstammt in direkter Linie einem Hund, welcher aus Kreuzungen altgriechischer Molosser mit keltischen Mastiffs entstand. Hat also eigentlich überhaupt nichts mit diesen frühmittelalterlichen Alanos zu tun. Eher käme schon in Frage, dass die Alanos Söhne des Cane Corsos darstellen. Damit ginge ich konform. Außerdem wundert es mich jedes Mal, dass, wenn man von den Söhnen des Alanos schreibt, den Dogo Argentino außen vor lässt, denn der entstammt der Cordoba Doge und die wiederum ist ein direkter Nachkomme des Alanos. Weshalb man nicht den Dogo Argentino in diese Wiederbelebungsgeschichte
in dieses Wiederbelebungszuchtprogramm aufnimmt und stattdessen mit dem Cane Corso züchtet, ist mir ebenfalls ein Rätsel. Denn ich sah schon unzählige Stiche, Gemälde von alten Hatzrüden, Saupackern, Alanus, auf welchen Sie oft mal Hunde sehen mit weißer Grundfarbe und braun gestromten oder schwarzen Platten. Seltsamerweise finden Sie selten oder gar nicht Alanus mit solch einer Farbe. Und wenn Sie mich fragen, welcher heutige Hund diesen urtümlichen Saupackern auf diesen Stichen, diesen Alanus am nächsten kommt, dann werden Sie vielleicht überrascht sein, wenn ich sage, das ist der australische Bull Arab. Denn der sieht meiner Meinung nach den Hunden auf diesen Stichen am ähnlichsten. Aber das ist meine Meinung. Also, um diesen Alano wiederzubeleben, hätte ich, wenn es nach mir gegangen wäre, eher den Dogo Argentino genommen als den Cane Corso. Erstens ist der Dogo Argentino über 7 Ecken ein Sohn des Alanos und zweitens hätte er etwas Weiß mit reingebracht in diese Sache. Ja, ein fantastischer Typ Hund, liebe Zuseher. Nur seien Sie sich dessen gewiss, dass wenn Sie solch einen Hund erhalten, sich für solch einen Hund interessieren, sich einen besorgen, dann nicht im Besitz eines Hundes sind, der in direkter Linie auf diese alten Alanos zurückgeht. Sie werden dann einen Hund zu Hause haben, der einen fantastischen Hund darstellt, der höchstwahrscheinlich wunderschön ist und ausgestattet ist mit tollem Charakter, aber der nur eine Kopie des ursprünglichen Hundes darstellt. So ähnlich wie es die deutschen Saupacker sind. Das ist ein fantastisch beeindruckendes Projekt einiger toller Hundefans. Ich habe über dieses Projekt schon ein eigenes Video gebracht. Die machen das auf ähnliche Art und Weise. Die züchten mit einigen verschiedenen Molosserrassen in verschiedenen Prozentanteilen herum und wollen einen Typ Hund erschaffen, welcher diesen Saupackern aus dem Mittelalter ähnlich sieht. Also eine Kopie dieser Hunde erschaffen. Und genauso müssen Sie das auch beim heutigen Alano sehen. Kann ich Ihnen diesen Hund empfehlen, wenn Sie Molosser-Fan sind, wenn Ihnen die Optik von Dogo Canario, Presa Canario, auch Cane Corso, denn der spielt ja da mit bei den neuen Alanos, oder Presa Mallorquin, Cadebu gefällt, schlagen Sie zu. Speziell dann, wenn Sie Zugriff haben auf eine Linie von den Kanaren. Dort sind noch die reinblütigsten zu Hause. Würde ich mir solch einen Hund nehmen, wenn ihn mir jemand schenkt und ich meinen Hund nicht hätte, sofort. Denn ich bin mir sicher, dass alles, was untereinander verpaart wird zwischen Presa Mallorquin, Presa Canario oder Dogo Canario und Cane Corso wunderschön wird und ausgestattet ist mit absolut tollem Charakter. Aber wenn ich wählen könnte, würde ich mich eher über einen reinrassigen dieser Hunde, für einen reinrassigen dieser Hunde entscheiden. Sie wissen schon, entweder nehme ich mir dann gleich einen Cane Corso oder gleich einen Cadebu oder gleich einen Dogo Canario, weil da weiß ich mit 100%iger Sicherheit, was ich erwarten kann. Das können Sie beim Alano vielleicht nicht behaupten. Denn hier kann immer eine dieser 3 Rassen, die da bei dieser Wiederbelebungsgeschichte mitspielt, mehr durchschlagen als die andere. Ich würde mich aber wohler fühlen, speziell bei solch einem Hund, zu wissen, was auf mich zukommt. Weil ganz klar hier ein Hauptargument die Erziehung ist, brauchen wir nicht drüber reden. Dennoch, ich möchte auch optisch wissen, wie der Hund im Endeffekt dann darstellt, wenn ich mir schon solch einen Hund nehme. Wobei, grundsätzlich wäre es mir egal, denn mir gefallen alle 3 Hunderassen, die da bei dieser Entstehung offiziell mitspielen. Da sollen ja auch andere Hunderassen da mitgespielt haben. Ja, aber wie gesagt, grundsätzlich, wenn Sie sich für einen Alano interessieren, den echten Alano hat es nie gegeben als Rasse. Das war ein Typhund, ein Saupacker, ein Hund, der für heftige Aufgaben verwendet wurde. Ein Hundetyp, der, wenn er als Rasse hätte bezeichnet werden können, dann am ehesten auf den Kanaren zu Hause war und aufgegangen ist im Dogo Canario, so würde auch ich das sehen. Ich glaube, so sieht das auch die FCI, mit der ich oft nicht einer Meinung bin. Das wird denen egal sein, ja, aber ist halt so. Aber da bin ich mit ihnen einer Meinung, denn auch ich glaube, dass der Alano, so wie er heute angeboten wird, auf den Kanaren eigentlich nichts anderes ist als eine andere Form des Dogo Canarios. Aber ja, das werden vielleicht die Alano-Spezialisten auch etwas besser wissen als ich. Grundsätzlich eine tolle Hunderasse, bleibt für mich aber ein Mythos, weil schon ausgestorben, so wie es auch die ursprünglichen Saupacker sind. Ja. Die aber heute weiterleben in den deutschen Saupackern, im Presa oder Dogo Canario, im Dogo Argentino, auch im Cane Corso, das waren auch alles Saupacker, ja. Aber
Der heutige Alanus, so wie Sie ihn heute erwerben können, hat mit diesem ursprünglichen Alanus nichts mehr zu tun. Und der Cane Corso ist keiner der Söhne des Alanus. Wenn, dann eher umgekehrt. Liebe Alano-Spezialisten, da streite ich mit Ihnen. Liebe Zuseher, das war das Video über den Alano und ich gebe zu, über diesen Hund eine gewisse Qualität zu präsentieren, ist verdammt schwer. Grundsätzlich ein toller Hund, ein toller Typ Hund und ja, versuchen Sie mal, es gibt ja einiges zum Lesen über diesen Hund. Versuchen Sie mal etwas tiefer einzutauchen. Sie werden absolut verstehen, weshalb ich es als absolut schwer bezeichnen würde, über diesen Hund eine gewisse Qualität präsentieren zu können. Ja? Aber ich habe mich bemüht. Ich hoffe, es hat Sie mehr oder weniger amüsiert. Liebe Zuseher, es hat mich gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich selbstverständlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.